Herzlich willkommen zur 9. Sendung von Channel Welcome. Die heutige Sendung ist auch deswegen etwas Besonderes, unterscheidet sie sich doch gleich in mehreren Punkten von den vorherigen. Thematisch, weil die Protagonistinnen der beiden Hauptbeiträge einen Altersunterschied von mehr als 70 Jahren aufweisen. Formell, weil wir künftig immer 2 Nachrichtenblöcke einbauen. Wobei der zweite Block sich ausschließlich mit Nachrichten beschäftigt, die positive Entwicklungen und Ereignisse aufzeigen. Sozusagen gute Nachrichten. Sie heißt Laura, ist 15 Jahre alt, geht in die Mädchenrealschule St. Ursula in Augsburg. Erst einmal nichts Außergewöhnliches. Wie bei den meisten Mädchen und Jungs in dem Alter ist auch bei ihr der außerschulische Terminkalender immer voll. Aber, und da unterscheidet sie sich doch von vielen ihrer Freunde und Klassenkameraden. Laura und ein paar andere haben sich gefragt, ob man nicht auch schon mit 15 Jahren einen sinnvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten kann. Und ihre Antwort war eindeutig ja. Ich bin die Laura, ich bin 15 Jahre alt und ich gehe in die Mädchenrealschule St. Ursula. Einmal in der Woche helfe ich bei der Hausaufgabenbetreuung in einer Asylunterkunft am Roten Tor. Eine sehr gute Freundin hat mir davon erzählt und dann haben wir uns beide zusammen überlegt, dass wir dort gerne hingehen würden. Ich habe es eben durch einen Klassenkameraden gemacht, weil wir hatten zusammen einen Projekttag von unserer Schule, wo wir eben hier waren und auch an der Roten Torschule, wo die meisten Kinder auch hingehen. Und dann haben sie uns das ein bisschen gezeigt und uns eben auch hier dieses Programm vorgestellt und ich konnte mir ganz gut vorstellen, dass ich das auch mache. Ja, genau. Und dann habe ich eben die Laura auch dazu geholt und genau. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Ja. Ich mache es auch einmal nur die Woche. Ich bin Lehrer und bin hierher gekommen durch die Laura, eine Schülerin von mir. Wir sind an der Mädchenrealschule St. Ursula und ja, die hat gesagt, sie kommt hier immer her und macht, ja, wie soll man sagen, Flüchtlingskinderbetreuung oder ja, und da dachte ich mir, da kommen wir auch mal her. Und wir haben an unserer Schule so ein Projekt, ja, wo wir uns überlegen, wie weit man, Compassion heißt es, wie weit man so Menschen, die halt Mitgefühl zeigen, wie weit man die ja, mit begleiten können. Wenn alle in der Asylunterkunft angekommen sind, beginnen wir erstmal mit der Hallo-Runde. Bei einer Hallo-Runde sagt jeder, wie er heißt, wie es ihm geht und was gut und was schlecht an dem Tag war. Danach teilt sich jeder in Gruppen sozusagen, also mit einem Betreuer und 1 bis 2 Kindern eben auf und wir machen gemeinsam die Hausaufgaben und lernen zusammen. Und wenn anschließend nichts mehr zu tun ist, dann spielen wir auch noch gemeinsam. Jedes Kind ist anders, da macht es keinen Unterschied, woher man kommt. Die meisten Kinder von dort kommen aus Syrien und sind zwischen 6 und 12 Jahren alt und gehen auf die Rote Torschule. Und erzähl mal vom Bauernhof, wo du mir die Bilder gezeigt hast. Da haben wir, glaube ich, am Montag gegangen. Wir haben auch noch die Schweine gesehen, die Kühe und, glaube ich, Gänsen und Enten so. Du hattest sowas auf der Hand. Ja, Hunde. Ein Huhn. Aber beim Syrien haben sogar keine Haustiere. Ich bin sogar im September 2014 gekommen. Da haben wir auch den Weihnachten hier also 2015 gefeiert und Silvester gefeiert, ja. Und danach, ja, ein Jahr sind wir jetzt. Also mein Land Syrien, wie es ihr ist, denn ich wünsche, dass sie jetzt zurückgeht. Die Kinder waren in ihrer Heimatstadt oft schon in der Schule, jedoch müssen sie hier in Deutschland wieder von vorne anfangen, denn sie haben dort ja nur arabische Schrift und arabische Sprache gelernt. Hier in Deutschland müssen sie sich an die deutsche Schrift und an die deutsche Sprache gewöhnen. Alle Kinder sprechen sehr gut Deutsch, sie sprechen natürlich Präpositionen oder irgendwelche Wörter falsch aus, aber man versteht sie wunderbar und das denkt man einfach nicht. Manche sind erst ein Jahr da und man kann sich mit ihnen super gut unterhalten. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu den Erwachsenen, die teilweise nach 4 Jahren noch immer fast nichts können. 300.000 minus 20.000. Minus 20.000.
ist sie gleich 80. Ja, 80.000, aber was kommt davor für eine Zahl? 280.000. Verstehst du es? Ja. Ich bin vor 4 Jahren nach Augsburg gekommen zum Studieren. Und Was studierst jetzt Sprach- und Literaturwissenschaft. Sehr schön. Und seit einem Jahr bin ich jetzt hier bei den Kindern in der Hausaufgabenbetreuung. Hierher gekommen bin ich über eine Freundin, die auch ein paar Mal hier war, es dann zeitlich aber nicht geschafft hat. Und ja. Alle Kinder sind natürlich sehr unterschiedlich. So gibt es zum Beispiel den Ali, der kann einfach alle Aufgaben mega schnell und mega durchdacht und ordentlich erledigen. Er durchdenkt und durchblickt immer alle Aufgaben sofort und sieht die Systeme hinter zum Beispiel Matheaufgaben. Da gibt es noch andere Kinder, die einfach bei zum Beispiel 3 + 4, 64 und ja. Aber das passiert deutschen Kindern genauso und das ist einfach, wenn man undurchdacht schnell fertig werden will und keine Lust auf Lernen hat. Man darf nie vergessen, dass die Kinder aus Kriegsgebieten kommen und teilweise schon traumatische Erlebnisse hinter sich haben. So war zum Beispiel einmal die Polizei da und ganz viele Kinder haben schon angefangen zu schreien und eine hat auch ganz heftig angefangen zu weinen und hat sich in einem Zimmer eingesperrt. Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebe Asus, zum Geburtstag viel Glück. Ich wünsche mir für die Kinder, dass sie die gleichen Chancen wie Kinder aus Deutschland bekommen. Und ich hoffe auch, dass sie von allen Menschen so akzeptiert werden, so wie sie sind und nicht irgendwie komisch angeschaut werden, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder anders aussehen. Am Anfang dieses Schuljahres gab es viele Diskussionen über Flüchtlinge. Und einige Klassenkameradinnen von mir waren der Ansicht, sie sollen doch dort bleiben, wo sie hergekommen sind. Deswegen waren unsere Lehrer der Ansicht, sie müssen uns die Situation der Menschen näher bringen. Und jetzt haben ganz viele eine andere Meinung und ein Verständnis dafür, wieso die Menschen nach Deutschland gekommen sind. Auch ich habe mittlerweile eine ganz andere Meinung von Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. So kann ich zum Beispiel, wenn schlecht über Ausländer geredet wird, dazwischen gehen und durch meine eigenen Erfahrungen ganz anders argumentieren. Schweizer Volksabstimmung. Sieg für den Rechtsstaat. Die Schweizer wollen kriminelle Ausländer nicht automatisch abschieben. Bei der Volksabstimmung hat eine Mehrheit gegen die umstrittene Durchsetzungsinitiative der Schweizerischen Volkspartei SVP gestimmt. Damit verhindern sie eine Zweiklassenjustiz und verteidigen ihre Grundrechte erfolgreich gegen einen Angriff von rechts. Mehrheit optimistisch bei Flüchtlingsintegration. Schaffen wir das? Mehr als 2/3 der Deutschen sind der Ansicht, dass die Integration von Flüchtlingen in Deutschland gelingen wird. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Infratest. Bei der Frage, ob der Wohlstand in Deutschland durch die Aufnahme von Flüchtlingen bedroht sei, zeigt sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen gelassen. 61% antworten hier mit Nein. Keine Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Deutsche schämen sich für Übergriffe. Eine große Mehrheit der Deutschen schämt sich für die gewalttätigen Proteste gegen Flüchtlinge. Laut einer Umfrage des ARD Deutschland Trends sind es 83%. 76% der Befragten fordern, dass Politiker die Übergriffe stärker verurteilen sollten. Deutscher Arbeitsmarkt aufnahmefähig. Nicht jeder könne Arbeit finden, aber viele. Das sagte der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, gegenüber der Welt. In diesem Jahr werden 350.000 anerkannte Flüchtlinge eine Ausbildung oder Arbeit suchen. Das sei für den deutschen Arbeitsmarkt derzeit kein Problem.
Momentan entstünden jährlich rund 700.000 neue Arbeitsplätze. Bildungspolitik. Gute Aussichten für Lehrer. Das Bayerische Kultusministerium hat über 1000 neue Stellen für Lehrer geschaffen, um die rund 60.000 Flüchtlingskinder im schulpflichtigen Alter zu integrieren. Sie sollen die Kinder und Jugendlichen an Grund-, Mittel- und Berufsschulen in speziellen Förderklassen unter anderem Deutsch unterrichten. Umfrage. 1/3 der Betriebe will Flüchtlinge einstellen. 34% der Unternehmen wollen in diesem oder im kommenden Jahr geflüchtete Menschen einstellen. Das geht aus einer Befragung des IFO-Instituts unter rund 1000 Personalleitern hervor. Offenbar machen sie gute Erfahrungen. 2/3 von den Chefs, die bereits Flüchtlinge beschäftigt haben, wollen in den kommenden 2 Jahren weitere Geflüchtete einstellen. Seit Menschengedenken mussten Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Oft bedingt durch Naturkatastrophen, aber vermutlich noch viel öfters hervorgerufen durch Menschenhand. Die Protagonistin unseres nächsten Beitrags ist am 28. Februar 88 Jahre alt geworden. Auch sie war einmal ein Flüchtling und nirgends willkommen. Aber es blieb ihr keine Wahl, durch Flucht ihr Leben zu retten. Sie wurde gezwungen, mit 16 Jahren ihre Heimat zu verlassen, wegen eines Krieges, dem Gräueltaten vorausgegangen waren, die so einmalig und unbeschreiblich waren, dass man eigentlich nur hoffen kann, dass Menschen daraus lernen und so etwas nicht auf deutschem Boden und auf keinem anderen Fleck dieser Erde wieder passiert. Wir haben vom Krieg eigentlich nicht zu viel mitbekommen, aber dann, als die Front immer näher rückte und unsere Truppen auf dem Rückmarsch waren, dann hat sich doch eine etwas bedrückte Stimmung breit gemacht. Not haben wir im Krieg eigentlich kaum gehabt. Man konnte Lebensmittel einkaufen, halt die Auswahl war nicht mehr so groß. Aber gegeben hat es alles, wir haben eigentlich keinen Hunger gehabt. Wir hatten keine Bombenangriffe und es war eigentlich sehr ruhig bei uns. Die Front rückte halt immer näher, das hat man ja im Wehrmachtsbericht immer mitbekommen. Ja, schon im Oktober gab es einen Bombenangriff auf Breslau und damit fing eigentlich für uns eine andere Zeit an, dass wir uns Gedanken machten, wie soll das weitergehen. Es kamen auch dann schon vereinzelt Flüchtlinge, die kamen aus den Ostgebieten. Man hat das nicht so recht wahrhaben wollen, aber in der Bevölkerung hat man das dann gemerkt, die Jugendlichen wurden immer weniger. Die männlichen, die wurden eingezogen zu etlichen Kriegsdiensten, sei es zur Flak oder auch sonst diese sogenannten Wehrertüchtigungslager. Und wir Mädchen wurden auch eingesetzt. Zum Beispiel Heeresverpflegungsamt, auch in der Waffenproduktion, unsere Schulklasse vor allen Dingen. Und das vermehrte sich dann halt, dass wir auch weniger Schule hatten. Es wurden viele Lazarette zu uns verlegt, weil wir eben ziemlich Ruhe noch hatten in Mittelschlesien. Da liefen dann halt auch sehr viele verwundete Soldaten herum. Und auf Weihnachten wurde man dann dazu aufgefordert, sich einen Verwundeten zur Weihnachten an Heiligabend mit ins Haus zu nehmen. Im
Dezember setzten die ersten Flüchtlingszüge ein. Es war einem verboten, die Stadt einfach so zu verlassen, sondern man hatte einfach da zu bleiben. Es gab ja einige, die dann eben doch abgefahren sind, aber das Gros ist geblieben. Die Bevölkerung hat das zum Teil natürlich auch eingesehen, denn man sagte sich, wenn die Soldaten, die zurückweichen von der Front, wenn die in lauter leere Städte kommen oder Dörfer, überhaupt Ortschaften kommen, dass sie sich dann fragen, ja, was haben wir eigentlich verteidigt? Wir haben ja gehofft, dass eventuell die Front an uns vorbeigeht oder dass wir schnell überrollt werden. Also der Wille zur Flucht war nicht zu stark. Dadurch, dass meine Mutter Ende November verstorben ist, war bei uns natürlich ein ziemlich trübes Weihnachten, auch ohne Kriegseinwirkung. Da begann dann aber schon nach Weihnachten mehr Flüchtlinge aus dem Osten zu kommen. Die kamen dann aus Ostpreußen und Westpreußen und da setzten dann schon die richtigen Trecks ein. Und das war natürlich auch ein sehr trübseliger Anblick. Die sahen alle gleich aus und fuhren auf Schlittenkufen. Es gab viel Schnee und es war auch kalt. Das war natürlich auch deprimierend. Die Kälte, man konnte nicht mehr alle Räume heizen, weil das Heizmaterial fehlte. Man hatte meistens nur einen beheizten Raum und die Küche. Mehr war da nicht. Und dann kam noch die Verdunklung dazu, dass auf den Straßen alles dunkel war und dunkel und kalt und dann das Gefühl, also hier rollt irgendetwas auf uns zu, das war also schon bedrückend. Und Ende Dezember hörte man auch von Breslau her Artilleriebeschuss. Am 10. Januar wurde Breslau geräumt und dann wurde bei uns die ganze Stadt voll. Wir hatten überall fremde Gesichter, man kannte kaum noch irgendwelche wirkliche Bunzlauer. Und dann wurde es auch ein bisschen knapp, zum Beispiel mit Brot. Wir Bunzlauer, wir wussten dann halt immer noch in der Peripherie einzelne Geschäfte, wo man dann auch noch Brot bekam. Und die kamen meistens in der Nacht. Tagsüber war das mit Flugzeugen und so zu riskant. Wir waren 3 Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren, ich war 16 und da haben wir uns zusammengetan zu einer Gruppe und haben uns jeden Abend am Bahnhof getroffen. Und es gab dann auch andere Gruppen, die genau das Gleiche machten. Und sind Flüchtlinge gewesen, die Verwandte in Bunzlau hatten oder einfach Station machen wollten. Und die haben wir dann zu den Verwandten gebracht. Haben wir meistens Koffer getragen, denn die waren schon ein bisschen abgeschwächt da von der langen Fahrt. Und die da Station machen wollten, die kamen in Turnhallen. Ein Gang, ein freier in der Mitte, rechts und links Stroh. Und da lag man dann eben drauf und konnte schlafen. Und es kam zu keinem Chaos. Es funktionierte. Die einen sagten, also ich gehe auf gar keinen Fall von zu Hause weg. Und die anderen sagten, ich habe eine junge Tochter, die Kampftruppe, die da kommt, ist nicht unbedingt harmlos jungen Frauen und Mädchen gegenüber, also ich muss gehen. Bei den Alten war es auch wieder so, die wollten eigentlich da bleiben und gingen dann doch auf die Flucht auf Bitten ihrer Kinder. Und die sagten, komm Opa, wir lassen dich nicht alleine da. Mir ging es ähnlich. Mein Vater wollte auch in Bunzlau bleiben, eben weil meine Mutter kurz vorher verstorben war und er wollte das Grab nicht alleine lassen. Und dann haben die Nachbarn ihn wieder beredet und gesagt, sie müssen weg. Und ich habe auch gesagt, Vati, ich lasse dich nicht alleine. Und daraufhin hat er sich dann doch dazu entschlossen, auch auf die Flucht zu gehen. Das war dann aber erst im Februar.
Wir hatten dann auch wieder Schule ein paar Tage. Was hieß immer, ja, vielleicht geht es doch vorbei, vielleicht kriegen wir das noch hin. Aber die Stimmung war eben schlecht. Und dann fiel uns auf, dass die Flüchtlingszüge zum Teil auch schon durch unseren Bahnhof durchgefahren sind. Und Anfang Februar kam dann der Befehl, wir räumen Bunzlau. Koffer hatte ich schon lange gepackt. Aber mein Vater konnte nichts tragen. Mein Vater war selber sehr krank, hatte keinen Lebensmut mehr. Und da musste ich halt gucken, dass der auch einen Koffer gepackt hat. Aber er wollte das nicht. Ja, am 10. Februar hieß es dann eben jetzt ab. Die Bahnstrecke war nicht mehr sicher. Da gingen dann auch weniger Züge, weil sie nicht wussten, wie weit sie kommen würden. Also ging das über Omnibusse und Militärfahrzeuge. Und mein Vater, der natürlich wieder nicht weg wollte, blieb da, so bis es dann schon dunkel wurde. Und ja, ich komme nicht zu diesem Sammelpunkt. Wir hatten eine Werkswohnung und unter uns waren Büroräume. Und diese Büroräume, die waren belegt von einer Feldjägereinheit. Und da bin ich zu den Feldjägern gegangen und habe gesagt, ich habe ein Problem, ich kriege meinen Vater nicht auf diesen Sammelplatz. Da haben sie uns in so einem Jeep, so einem offenen Auto, da auf den Platz gebracht. Da war es natürlich dunkel, kalt und eine riesen Menschenmenge. Und wir wollten uns eigentlich mit Verwandten aus Breslau treffen, aber das war unmöglich. Wir haben gesucht und gewartet und dann hieß es hopp, 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 jetzt wir wollen die Boberbrücken sprengen. Und dann sind wir noch in einem Schützenpanzerwagen sind wir da rausgekommen. Wir waren zu 11 in dem Wagen drin. Neben dem Fahrer standen Eimer offenes Benzin. Also auf keinen Fall rauchen, da gehen wir hoch. Und dann sind wir da losgefahren, Richtung Westen. Immer die große Straße lang Bunzlau. Görlitz war 44 Kilometer. Und wir sind dann am nächsten Tag mit diesem Panzerwagen nach Dresden gefahren. Und dann hat mein Vater gesagt, er könnte nicht länger sitzen und wir sollten doch eine Pause machen in Dresden oder eventuell dort bleiben. Es wollte eigentlich keiner zu weit von Schlesien weg, weil man sich sagte, wenn die Front vorüber ist, die Kampfhandlungen, dann können wir wieder nach Hause. Und deshalb wollte man möglichst in der Nähe bleiben. In Dresden hat unser Panzerteam, also die beiden Fahrer, gesagt, ja, wir fahren noch weiter, wir fahren jetzt nach Hof. Und mein Vater, nee, also das geht nicht. Und da sind wir in Dresden geblieben. Die Dresdner haben uns eigentlich sehr, sehr nett aufgenommen. Wir haben enorm gute Brote zu essen gekriegt. Und dann kamen wir auch in so eine Turnhalle, eben auf Stroh. Und dann hat mein Vater gesagt, irgendwie, das ist mir alles zu vollgestopft mit Flüchtlingen und so, das gefällt mir alles nicht hier in der Großstadt und mit Verpflegung und so weiter. Und da haben wir gesagt, wir fahren weiter. Und da fuhr dann ein Flüchtlingszug oder mehrere, ich weiß es nicht mehr, die fuhren dann weiter westwärts. Und in so einen sind wir eingestiegen und sind nach Leipzig gekommen. Das war dann aber schon am 10. sind wir raus, 11. muss der 12. gewesen sein. Dann hieß es ganz schnell in den Luftschutzkeller, wir haben Alarm. Und dann sind wir stundenlang in dem Luftschutzkeller gesessen. Und wir haben immer Einschläge gehört, das wummt halt dann immer so. Und wussten nicht, was jetzt bombardiert wird. Und als dann Warnung gegeben wurde und wir nach draußen kamen, da haben dann die Leipziger, die ja auch noch mit in diesem Keller saßen, haben da gesagt, oh, jetzt brennt Dresden. Und das war dieser große Angriff auf Dresden. Und da wurden wir dann verteilt auf Privatquartiere. Begeistert waren die auch nicht davon. Mein Vater hatte
ein Zimmer bekommen bei einer älteren Frau. Das war eine Witwe und ich war so ein bisschen in so einer Besenkammer untergekommen, mehr oder weniger, aber im gleichen Haus waren wir. Wir hatten also weiterhin Fliegeralarm und wussten, wie weit die Front war und haben immer gesagt, na, hoffentlich kommt der Amerikaner schneller als der Russe voran, und so war es dann auch. Und da hatten wir dann 1, 2 Tage also richtig Kampf. Und dann hat sich Leipzig eigentlich sehr schnell ergeben. Man hat ja gesehen, das hat überhaupt keinen Sinn mehr, irgendeine Verteidigung bringt bloß Verluste. Die hatten wir ja nun wirklich schon genügend. Und da sind wir dann im Keller gesessen und dann hat es aufgehört zu schießen. Und dann haben wir mal geguckt, was los ist, und dann waren die Amerikaner eben in den Straßen. Und haben die Bevölkerung halt aufgerufen, vernünftig zu sein. Und es hörte dann auf, immer zu sagen, wir kriegen das noch auf die Reihe, also wir müssen uns noch nicht ergeben. Also das hörte dann völlig auf. Da kam von der Kampftruppe die Besatzungstruppe. Und das Haus, an dem wir untergebracht waren, das war ein Eckhaus. Und die Eckhäuser wurden alle besetzt. Logischerweise, konnten an beiden Seiten gucken. Da hatten wir also sofort Amerikaner im Haus. Und wir mussten in den Keller und dort eben bleiben. Am ersten Tag fiel meinem Vater ein, ich habe meine Uhr im Zimmer liegen lassen. Das war natürlich eine goldene, auf die Flucht nimmst du ja keine einfachen Uhren mit. Und da bin ich zu dem gegangen und der hat mich in sein Zimmer geführt, wo mein Vater halt untergebracht war, und da lag die Uhr noch, obwohl im Zimmer Soldaten waren. Die riefen uns dann mal, ja, wir sollen doch mal kommen. Und sind wir in die Wohnung, da wo ich untergebracht war. Und da lagen sie waren farbige, die lagen dann in dem großen Ehebett von meiner Wirtin und ließen sich's wohl gehen, wackelten mit ihren schwarzen Füßen aus dem Bettzeug heraus und haben gesagt, wir sind doch eigentlich ganz hübsch hier, haben sie so eben uns dabei gebracht. Und die waren also sehr lieb und sehr nett, muss ich sagen. Wir haben nicht drunter gelitten. Die waren dann nach ein paar Tagen, zogen sie wieder ab und haben wir Bilanz gemacht. Ja, was ist alles noch da? Es war alles noch da. Sie hatten nichts angerührt, außer so ein kleines Zwetschgenmännle. Das hatten sie mitgenommen. Das hat ihnen wohl besonders gut gefallen. Es kam dann dazu, dass diese Zonen eingeteilt wurden, die amerikanische, die russische, die französische, die englische. Und da fiel Leipzig mit in die russische Zone. Das heißt, die Amerikaner zogen ab. Da sind viele junge Frauen und Mädchen mit den Amerikanern mit abgezogen. Wir sind da geblieben, eben nicht zu weit von Schlesien entfernt. Da haben wir dann wirklich Hunger gehabt. Es wurde geplündert. Leipzig hat kein großes Hinterland landwirtschaftlicher Art. Wir sind dann Kartoffelstoppeln gegangen. Da stand man um ein nicht allzu großes Feld, in Schlesien hatten wir viel, viel größere, stand man dann praktisch in Dreierreihen rum. Und der Bauer war auf dem Feld mit Hunden. Und man durfte da einfach eben nicht rein, bis er sagte, so, jetzt Schluss. Und dann war er weg. Da durfte man dann dort die restlichen Kartoffeln holen. Und dann stürmten alle auf das Feld ein, sodass man froh war, wenn man einen Pfund Kartoffeln für diesen Tageseinsatz noch ergattern konnte. Und das waren dann zum Teil eben auch keine guten Kartoffeln, die haben sie ja mitgenommen. Es waren winzig kleine Kartoffelchen, die man hatte, aber man war froh, dass man die überhaupt hatte. Und ähnlich war es mit dem Ehrenlesen. Wir sind dann Ehrenlesen gegangen, das spielte sich genauso ab wie das Kartoffelholen da. Und dann kamen wir nach Hause mit den Ehren. Ja, die wurden auf dem Waschbrett, wurden die geruppelt. Hat man auch bloß so ein kleines Säckchen voll gehabt. Die wurden dann geruppelt, dass die Körner ausgefallen sind. Und dann ist man mit den Körnern
auf den freien Platz gegangen, auch vorm Haus irgendwo da, hat auf Wind gewartet. Dann hat man die Körner in die Luft geworfen. Da wurde dann die Spreu vom Wind weggenommen. Das war dann manchmal ein bisschen schwierig, weil die Tauben, die hatten auch Hunger. Und die waren dann mitunter schneller da, als die Körner runterfielen. Also es war ein richtiger Kampf. Dann wurde das durch eine Kaffeemühle gedreht und da konnte man Schrotbrot backen. Das ging eine ganze Weile und dann hieß es also, die Flüchtlinge müssen raus, das schaffen wir nicht. Dann wurden wir wieder in den Zug geladen und haben uns gefreut, dass es ostwärts ging und kamen dann in dünn besiedelte Gebiete. Da ging das wieder los, man kam in einem Dorf an und da wurde man dann auch verteilt. Also mein Vater und ich, wir bekamen eins angeboten, das war ein Bodenraum mit nichts drin, außer rechts und links ein Strohsack zum Schlafen. Aber sonst nichts. Und haben gesagt, also wir haben keine Decken, es war ja Herbst, es wurde ja dann schon kühl. Also das können wir nicht. Und daraufhin wurden wir dann in eine Gastwirtschaft gebracht. Gastwirtschaft und Landwirtschaft. Und dort sind wir dann auch geblieben. Da konnte man aber auf die Felder Kartoffeln, also Säcke voll, so viel konnte man gar nicht schleppen, wie man da mitbringen konnte. Nur sind Kartoffeln, wenn man nichts dazu isst, setzt man Wasser an. Wir bekamen dann also alle so ein bisschen wässrige Konturen. Und dort ist dann aber auch mein Vater gestorben. Der hat dann gesehen, dass mit einer Rückführung nach Schlesien fast nicht mehr zu rechnen ist und hatte ja vorher auch schon keinen Mut, wegzugehen. Und das hat ihm dann, er war selber ja vom Ersten Weltkrieg beschädigt und dann noch der Tod von meiner Mutter und das war dann zu viel. Und der ist in Merzdorf dann beerdigt worden. Und ich habe mich dann an Schulfreundinnen gewandt. Wir hatten vor der Flucht schon Sammeladressen ausgemacht. Und da war eine dabei, die war in Arnstadt in Thüringen hängen geblieben und die hatte eine Lehre als Kinderschwester angefangen. Und da habe ich angefragt, ob sie da doch mal Fühlung nehmen könnte, ob man mich auch annehmen würde. Und das hat dann auch geklappt. Und da bin ich dann nach Arnstadt und habe dann mein eigenes Leben halt anfangen müssen. Ich war dann 18 im Februar und im April habe ich angefangen. Bautzen in Sachsen. Schaulustige Jubeln über Brand. Ein leerstehendes Hotel im sächsischen Bautzen ist durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Dort sollten 300 Flüchtlinge untergebracht werden. Anwohner, darunter auch Kinder, applaudierten und störten die Feuerwehr beim Löschen. Klausnitz in Sachsen. Gröhlende Menge blockiert Bus mit Flüchtlingen. Ein wütender Mob von bis zu 100 Leuten tobte vor einem Bus mit 15 Neuankömmlingen, die in Deutschland Zuflucht suchen. Das Gebrüll, wir sind das Volk, verängstigte die Businsassen dermaßen, dass sie sich 2 Stunden lang nicht aus dem Fahrzeug trauten. Schließlich mussten Polizisten sie in ihre neue Unterkunft tragen. Ex-Bundestagspräsident Thierse: Hass und Gewalt sind im Osten stärker sichtbar. Nach den jüngsten fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Sachsen hat der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse die Menschen im Osten als empfänglicher für menschenfeindliche Botschaften bezeichnet. Wer in den vergangenen 25 Jahren so viele Veränderungen überstehen musste, ist offensichtlich weniger gefestigt in seinen demokratischen und moralischen Überzeugungen, sagt Thierse. Rassismus in Sachsen. Minister wirft eigene Polizei näher zu Pegida vor.
Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig hat schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Wir haben nicht nur ein quantitatives Problem bei der Polizei, sondern auch ein qualitatives, sagte er in einem Interview der Zeit. Er frage sich, ob die Sympathien für Pegida und die AfD innerhalb der sächsischen Polizei größer sind als im Bevölkerungsdurchschnitt. Bei den Sicherheitsbehörden seines Landes gäbe es großen Nachholbedarf bei der interkulturellen Kompetenz und bei der Führungskultur. Jahresbericht. Amnesty International kritisiert deutsche Flüchtlingspolitik. In ihrem Jahresbericht prangert Amnesty an, die deutsche Regierung verliere beim Umgang mit Flüchtlingen die Menschenrechte aus dem Blick. Es werde nun auf Härte und Abschottung gesetzt. Auch der Kampf gegen Rassismus müsse endlich konsequent von den Behörden angegangen werden, so Amnesty. Flüchtlinge. UNO-Flüchtlingskommissar wirft Europa völliges Versagen vor. Die meisten Länder hätten in der Flüchtlingskrise Deutschland und wenige andere Staaten völlig alleine gelassen, sagte der Leiter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, der FAZ. Die Haltung der Kanzlerin nannte er hingegen couragiert. Sie setze sich für eine europäische Lösung ein. Er ist Produzent von Channel Welcome, will eigentlich eher im Hintergrund wirken. Aber die Sorge um einen Lebenstraum und die Angst vor Menschen, die teils dumm, teils leicht verführbar, teils aus reinem Machtkalkül handeln und dabei alle zusammen sehr gefährlich sind, ließen ihn zum Entschluss kommen, dieses Mal den Kommentar der Sendung selber zu sprechen. Er hieß Karl Gellner, aber wir nannten ihn nur Charlie, und er war in den ersten Jahren im Gymnasium mein Klassenlehrer. Vertrieben nach dem Zweiten Weltkrieg aus Siebenbürgen, wovon ich allerdings als 11- oder 12-Jähriger nichts verstand. Ich gehörte zu den Aufmüpfigen in der Klasse, worauf ich nicht stolz bin, und wir hatten vor kaum einem Lehrer Respekt, vor Charlie Gellner schon. Der ließ am Ende des Schultages die Klasse aufstehen und stellte die Frage: Wofür setzen wir uns ein? Und wir antworteten im Chor: für ein freies, vereinigtes Europa. Das fühlte sich immer ziemlich gut an. Als Kind lernte ich viele Grenzen kennen. Die in Österreich, über die meine Eltern den Stroh rumschmuggelten. Als Jugendlicher im VW-Bus an die Algarve mussten wir jedes Mal 4 Grenzen mit nervigen Warten und Kontrollen passieren, ebenso viele Währungen in der Tasche haben, ganz zu schweigen von der Transitstrecke nach West-Berlin. In seinem Wahlkampf hat ein bayerischer Minister noch die Apokalypse herbeibeschworen. Wenn die Idee von Schengen sich in Europa durchsetze, dann stünden die Türken nicht nur wie einst vor Wien, sondern alle vor München. Und der Saal mit seinen Anhängern gröhlte. Doch ein neuer freier Geist war schon in den Köpfen zu vieler. Und bald bezahlten wir in Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland mit einer Währung. Und die verwaisten Grenzstationen erinnerten nur an eine verstaubte alte Zeit. Ja, es war schon ein bisschen Paradies, das freie Europa. Und es sollte doch nur der Anfang sein. Gegner dieser real gewordenen Utopie gab es immer. Die sich über andere Nationen stellen, sich für etwas Besseres, Beschützenswerteres halten und dabei doch nur an ihre Macht und ihren Profit denken. Verführer mit brauner Gesinnung verbrüdern sich zu einer Allianz der Geistlosen, ewig Gestrigen. Und die Verführten applaudieren mit Bierflaschen am Straßenrand, schwenken peinliche Tafeln und Fahnen, klatschen in die Hände, wenn Häuser brennen und grölen dabei: Wir sind das Volk. Igitt, nein, nein. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Das schrieb Bert Brecht, in dessen Geburtsstadt ich lebe. Doch Menschen errichten Stacheldrahtzäune, erst um Länder und dann? Die Kriege, an denen sie alle beteiligt sind, die erst zur Flucht führen, lassen sie kalt. Und der Deutsche Bundestag genehmigt Waffenlieferungen in Krisenherde wie nie zuvor.
Wir, die empathisch Denkenden, schauen ohnmächtig zu, können doch eh nichts tun. Halt! Jeder kann etwas tun, auch wenn es nicht viel ist. Es müssen eben nur viele tun. Auf die Straße gehen, Politiker, die gegen die gemeinsame europäische Idee poltern, ignorieren, abwählen. In Länder, die diesen unsäglichen Geist verbreiten, möglichst nicht reisen, von dort keine Waren beziehen. Und niemand im westlichen Europa müsste in Fabriken arbeiten, die Panzer und Gewehre herstellen. Dafür lohnt es sich vielleicht sogar, auf etwas Geld und materiellen Luxus zu verzichten. Den kann man später eh nicht mitnehmen. Den Geist vielleicht schon. Arrivals befasst sich heute mit dem Thema Integrationskurse. Wo und wie man sich schneller und besser in unsere Gesellschaft integrieren kann. Matthäus Brito fasst das Ganze wieder in englischer Sprache zusammen, um vor allem die anzusprechen, die hier erst angekommen sind und Wege und Möglichkeiten suchen, die deutsche Sprache zu lernen und vieles mehr. Welcome to Arrivals by Channel Welcome. In this episode, we're going to talk about integration courses. When moving to Germany, it is important to learn the language and culture. The best way to do so is to take an integration course. Starting an integration course requires a voucher. You'll receive one after settling in Augsburg. Along with the voucher, you'll receive a list of possible course providers where you can start your course. You can choose any of them freely. A good option is always the Volkshochschule. An integration course is made up of two parts, German course and orientation course, adding up to 660 hours. The German course takes 600 hours to complete, and the orientation course the remaining 60. During the German course, you will first take a basic course where you will attain levels A1 and A2 in the German language. After finishing the basic part, you will attain level B1 through the advanced course. Only after successfully finishing the German course can you take the orientation course. In this special part, you will receive an introduction to German law, culture, and history, as well as information about rule of law. Here, you will also be informed about basic principles such as equality, freedom of religion, and tolerance. After both language and orientation courses, you'll be required to take a test in order to receive your certificate. You can also take special integration courses that cater to specific needs, such as integration courses for minors, for parents and women, for people who first need to be alphabetized, and also for people who already live in Germany for some time but haven't yet mastered the language. You can find more in-depth information about integration courses by contacting one of the offices listed in this video. Thank you for watching. Subscribe to Channel Welcome to be notified about new videos in the Arrival series.